Fintech setzt sich ganz offensichtlich zusammen aus den Begriffen Finance und Technology. Damit gemeint sind technologiebasierte Lösungen, die die Finanzwelt verbessern sollen. Finanzwelt meint Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter zum Beispiel. Und deren Produkte, Dienstleistungen und Prozesse werden durch Fintechs dann sehr oft digitalisiert. Fintechs sind in diesem Kontext sehr oft Zulieferer für die Banken und die Versicherungen. Es gibt aber auch ganz neuartige Standalone-Lösungen, die den Markt disruptieren. Die Swisscom Map für die Schweiz im Bereich Fintech kennt 8 verschiedene Cluster und das sind zum Beispiel Investment Management, Distributed Ledger Technology, Payments und InsurTech. Aus meiner Sicht ist Fintech here to stay, denn die Digitalisierung der Bankenwelt nimmt immer weiter zu. Der Margendruck wird größer und die Digitalisierung von Dienstleistungen und Prozessen nimmt immer mehr zu. Es wird zu sehen sein, wie aktuelle Neuerungen wie das Metaverse sich darauf auswirken werden. Es ist spannend, denn die Entwicklung hat sehr viel Potenzial, aber es wird zu sehen sein, ob es wirklich Use Cases gibt. Und der Bereich Sustainable Finance, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist eines der großen Zukunftsthemen. Ich verfolge die Fintech-Szene in der Schweiz und insbesondere in Zürich seit 2013. Damals habe ich selbst ein Fintech gegründet und später erfolgreich verkauft. Heute sind es 380 Fintech-Unternehmen in der Schweiz und am Finanzplatz Zürich sind es 140. Das ist kein Wunder, denn wir haben eine etablierte Bankenwelt und da siedeln sich viele Fintechs in deren Dunstkreis an. Der USP für den Fintech-Platz Zürich sind definitiv die kurzen Wege. Man kennt sich, man ist untereinander vernetzt, man arbeitet sehr eng zusammen, man kennt die Ansprechpartner, entweder in den Fintechs oder in den großen Unternehmen. Daraus hat sich ein sehr gutes Ökosystem entwickelt. Es gibt viele Player, die darin verschiedene Positionen einnehmen. Da sind zum einen Verbände wie jetzt unser Verband Swiss Fintech, es gibt andere Verbände wie zum Beispiel Swiss Banking oder SFTI, es gibt Coworking Spaces wie den Trust Square, aber auch etablierte Partner wie zum Beispiel die UBS oder die ZKB spielen eine sehr wichtige Rolle. Wir haben den Verband Swiss Fintech im Jahr 2014 gegründet und wir waren damals alle Fintech-Unternehmerinnen. Das bedeutet, wir wussten und wissen heute ganz genau, was wir von einem Verband erwarten. Zum einen ist der Verband Sprachrohr für die Fintech-Community. Zum anderen bieten wir Plattformen wie Events, damit sich unsere Startups präsentieren können. Und zuletzt ist die politische Vertretung auch ein wichtigerer Teil unserer Arbeit, weil die Startups das oft nicht selbst übernehmen können.